Hallo, willkommen zum deutschen Hörverständnis-Konversationspodcast. Oh ja, das stimmt. Telefonieren auf Deutsch. Das ist wirklich nicht einfach, oder? Genau. Auch ich erinnere mich noch gut daran, wie schwer das am Anfang war. Man sieht die andere Person nicht, man kann die Mimik nicht sehen und alles geht manchmal so schnell. Absolut. Und weißt du, was das Schwierigste für mich war? Wenn jemand am Telefon sehr schnell gesprochen hat, dann habe ich fast nichts verstanden. Das kenne ich so gut. Und dann hat man Angst, immer wieder, wie bitte? Oder können Sie das wiederholen, zu sagen? Man denkt, vielleicht ist die Person dann genervt. Ja, genau. Aber weißt du was? Das ist völlig normal. Auch Deutsche sagen manchmal am Telefon, wie bitte oder können Sie das bitte wiederholen? Das ist keine Schande. Das stimmt. Und heute wollen wir genau darüber sprechen. Wie telefoniert man auf Deutsch? Was sagt man am Anfang? Was sagt man am Ende? Und was macht man, wenn man etwas nicht versteht? Perfekt. Sollen wir mit dem Anfang beginnen? Also, wie meldet man sich am Telefon? Ja, gute Idee. Weißt du, in Deutschland gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man ans Telefon geht. Das hängt oft davon ab, ob es ein privater Anruf ist oder ein geschäftlicher Anruf. Richtig. Bei einem privaten Anruf, also wenn ein Freund oder die Familie anruft, sagen viele Menschen einfach ihren Namen. Zum Beispiel Müller oder Schmidt. Oder man sagt den Vornamen. Hallo, hier ist Thomas. Genau. Manche sagen auch einfach nur ja oder hallo. Das ist sehr informell, aber unter Freunden ist das völlig in Ordnung. Aber im geschäftlichen Kontext ist das anders, oder? Ja, da ist es formeller. Wenn du im Büro arbeitest und das Telefon klingelt, sagst du meistens den Firmennamen und dann deinen Namen. Zum Beispiel Guten Tag, Firma Schneider, mein Name ist Anna Weber. Und wenn du bei einer Firma anrufst, was sagst du dann? Ah, gute Frage. Wenn du jemanden anrufst, stellst du dich auch vor. Du sagst deinen Namen und dann, warum du anrufst. Zum Beispiel, Guten Tag, mein Name ist Peter Klein. Ich möchte gerne einen Termin vereinbaren. Das ist wichtig. Immer zuerst den Namen sagen und dann den Grund für den Anruf. So weiß die andere Person sofort, worum es geht. Genau. Und noch etwas. In Deutschland sagen wir am Telefon oft Guten Tag statt Hallo. Hallo ist etwas informeller. Stimmt. Guten Tag klingt höflicher und professioneller. Aber unter Freunden oder in der Familie kann man natürlich Hallo oder Hi sagen. Richtig. Lass uns mal über verschiedene Situationen sprechen. Was ist, wenn du zum Beispiel beim Arzt anrufst? Oh, das ist eine sehr häufige Situation. Viele Menschen müssen beim Arzt anrufen, um einen Termin zu machen. Genau. Wenn du beim Arzt anrufst, meldet sich oft eine Arzthelferin oder ein Arzthelfer. Die sagen meistens Praxis Dr. Müller. Guten Tag. Und dann sagst du, Guten Tag, mein Name ist und dann deinen Namen. Und dann sagst du, was du möchtest. Zum Beispiel, ich möchte gerne einen Termin vereinbaren. Richtig. Oder du sagst, ich brauche einen Termin. Das ist auch okay. Und dann fragt die Person am Telefon meistens, wann hätten Sie denn Zeit? Und da ist es gut, wenn du vorher weißt, wann du Zeit hast. Zum Beispiel, ich hätte am Montag oder Dienstag Zeit. Oder vormittags wäre gut für mich. Genau. Es ist wirklich hilfreich, wenn du vorher überlegst, wann du Zeit hast. So geht das Gespräch schneller und du bist nicht so nervös. Das stimmt. Und was ist, wenn alle Termine, die sie dir anbieten, nicht passen? Was sagst du dann? Dann kannst du sagen, haben Sie vielleicht noch einen anderen Termin oder das passt mir leider nicht. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Und die meisten Menschen sind wirklich nett und helfen dir, einen passenden Termin zu finden. Ja, genau. Weißt du, ich glaube, viele Menschen haben Angst, dass sie nicht verstanden werden oder dass sie Fehler machen. Aber die meisten Menschen am Telefon sind geduldig und helfen gerne. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man muss keine Angst haben. Fehler sind okay. Auch Deutsche machen manchmal Fehler am Telefon. Absolut. Und wenn du etwas nicht verstehst, ist es wirklich wichtig, dass du nachfragst. Sag einfach,
Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Oder können Sie bitte langsamer sprechen? Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, niemand wird böse sein, wenn du das sagst. Im Gegenteil, die meisten Menschen sind dann noch hilfsbereiter. Lass uns über eine andere Situation sprechen. Was ist, wenn du bei einer Firma anrufst und mit einer bestimmten Person sprechen möchtest? Ah, das ist auch eine wichtige Situation. Wenn du eine bestimmte Person sprechen möchtest, sagst du das gleich am Anfang. Zum Beispiel, Guten Tag, ich möchte gerne Herrn Schmidt sprechen. Oder kann ich bitte mit Frau Müller sprechen? Das sind die häufigsten Formulierungen. Genau. Und dann sagt die Person am Telefon meistens, einen Moment bitte, ich verbinde Sie. Oder sie sagt, bleiben Sie bitte am Apparat. Am Apparat bedeutet, dass du warten sollst. Du sollst nicht aufhören. Richtig, das ist eine typische Formulierung am Telefon. Apparat ist ein anderes Wort für Telefon. Es ist ein bisschen formell, aber man hört es sehr oft. Und manchmal, wenn du verbunden wirst, musst du ein bisschen warten. Dann hörst du meistens Musik. Ja, die Wartemusik, die kann manchmal ein bisschen nervig sein, aber es bedeutet, dass du noch in der Leitung bist und bald verbunden wirst. Was machst du, wenn die Person, mit der du sprechen möchtest, nicht da ist? Gute Frage. Dann sagt die Person am Telefon meistens, Herr Schmidt ist heute nicht im Haus oder Frau Müller ist gerade in einer Besprechung. Und dann kannst du fragen, wann ist er wieder da? Oder wann kann ich ihn erreichen? Genau. Oder du kannst sagen, kann ich bitte eine Nachricht hinterlassen? Oder können Sie ihm bitte ausrichten, dass ich zurückrufen möchte? Ausrichten ist auch so ein typisches Telefonwort. Es bedeutet, dass die Person eine Nachricht weitergeben soll. Richtig. Zum Beispiel, können Sie Herrn Schmidt ausrichten, dass ich zurückrufen möchte? Oder können Sie ihm bitte ausrichten, dass es um den Termin am Montag geht? Und meistens fragt die Person dann, wie ist Ihre Telefonnummer? Dann solltest du deine Nummer langsam und deutlich sagen. Das ist sehr wichtig. Sag die Nummer nicht zu schnell. In Deutschland sagen viele Menschen die Telefonnummer in Zweiergruppen, zum Beispiel 030, dann 55, dann 12, dann 44. Genau. Nicht alle Zahlen hintereinander, sondern in kleinen Gruppen. Das macht es einfacher für die andere Person, die Nummer aufzuschreiben. Und wenn die Person sagt, können Sie die Nummer bitte wiederholen, dann ist das völlig normal. Sag sie einfach noch einmal. Lass uns über eine andere Situation sprechen. Was ist, wenn du ein Problem hast und bei einer Hotline anrufst? Zum Beispiel bei der Bank oder beim Internetanbieter. Oh, das kann manchmal kompliziert sein. Bei vielen Hotlines gibt es heute automatische Ansagen. Eine Computerstimme sagt dir, welche Taste du drücken sollst. Ja, das stimmt. Zum Beispiel drücken Sie die 1 für Kundenservice, drücken Sie die 2 für technische Probleme. Genau. Das kann am Anfang ein bisschen verwirrend sein, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du hörst zu und drückst dann die Taste auf deinem Telefon. Und manchmal musst du auch deine Kundennummer sagen oder eingeben. Die Computerstimme sagt dann, bitte geben Sie Ihre Kundennummer ein. Richtig. Und wenn du mit einem echten Menschen sprechen möchtest, gibt es oft die Möglichkeit, die Null zu drücken. Aber nicht immer. Was sagst du dann, wenn du endlich mit jemandem sprichst? Dann stellst du dich nieder vor und erklärst dein Problem. Zum Beispiel, Guten Tag, mein Name ist Anna Weber. Ich habe ein Problem mit meinem Internet. Es funktioniert seit gestern nicht mehr. Und dann stellt die Person meistens Fragen, um dir zu helfen. Zum Beispiel, haben Sie schon versucht, den Router neu zu starten? Ja, genau. Und es ist wichtig, dass du ehrlich antwortest. Wenn du etwas nicht weißt oder nicht verstehst, sag es einfach. Das weiß ich nicht oder das verstehe ich nicht. Sind völlig okay. Absolut. Die Person am Telefon ist da, um dir zu helfen. Sie wird nicht böse sein, wenn du etwas nicht weißt. Genau. Und oft erklären sie dir dann Schritt für Schritt, was du machen sollst. Zum Beispiel, gehen Sie bitte zum Router und schauen Sie, ob das grüne Licht leuchtet. Und wenn es zu schnell geht oder zu kompliziert ist, sag einfach, Moment bitte, das geht mir zu schnell. Können Sie das bitte noch einmal langsam erklären? Ja, das ist sehr wichtig. Du musst nicht alles sofort verstehen.
Es ist völlig okay, um eine langsamere Erklärung zu bitten. Lass uns auch über das Ende eines Telefonats sprechen. Wie beendet man ein Gespräch höflich? Gute Frage. Am Ende eines Telefonats sagt man meistens auf Wiederhören oder auf Wiedersehen. Beide sind richtig. Auf Wiederhören ist spezifisch für das Telefon, weil man sich ja nur hört und nicht sieht. Aber viele Menschen sagen auch auf Wiedersehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Genau. Und oft sagt man auch noch etwas davor. Zum Beispiel, vielen Dank für Ihre Hilfe, auf Wiederhören. Oder danke für das Gespräch, auf Wiedersehen. Wenn du mit dem Arzt oder einer Firma gesprochen hast, kannst du auch sagen, vielen Dank, einen schönen Tag noch, auf Wiederhören. Das klingt sehr höflich und freundlich. Und die meisten Menschen sagen dann auch, Ihnen auch einen schönen Tag, auf Wiederhören. Mit Freunden oder Familie ist es natürlich informeller. Da kannst du sagen, okay, bis dann. Oder wir sprechen später. Oder einfach Tschüss. Ja, genau. Unter Freunden kannst du auch sagen, bis bald oder mach's gut. Das ist alles sehr informell und freundlich. Weißt du, was ich auch wichtig finde? Manchmal muss man ein Gespräch beenden, auch wenn die andere Person noch weiterreden möchte. Oh ja, das ist manchmal schwierig. Aber es ist völlig okay, höflich zu sagen, Entschuldigung, ich muss jetzt leider los. Können wir später weitersprechen? Oder es tut mir leid, aber ich habe gleich einen Termin. Können wir morgen telefonieren? Das ist höflich, aber klar. Genau. Die meisten Menschen verstehen das. Jeder hat manchmal keine Zeit mehr. Lass uns noch über eine Situation sprechen. Was ist, wenn du eine falsche Nummer anrufst? Oh, das passiert manchmal. Wenn du merkst, dass du die falsche Nummer gewählt hast, sag einfach, oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich verwählt. Oder, Entschuldigung, ich glaube, ich habe die falsche Nummer. Sich verwählen bedeutet, dass du eine falsche Nummer eingegeben hast. Das ist ein ganz normales Wort am Telefon. Genau. Und dann sagst du auf Wiederhören und legst auf. Die meisten Menschen sind nicht böse, wenn das passiert. Es ist ein kleines Missgeschick. Und was ist, wenn jemand dich anruft und eine falsche Nummer gewählt hat? Dann sagst du einfach, ich glaube, Sie haben sich verwählt. Hier ist niemand mit diesem Namen. Oder, tut mir leid, hier ist die Nummer 030 1234567, nicht 030 1234568. Genau. Das ist höflich und hilft der anderen Person. Dann kann sie die richtige Nummer noch einmal wählen. Was ich auch wichtig finde, manchmal ruft jemand an und man versteht den Namen nicht. Was macht man dann? Dann fragt man einfach, wie war Ihr Name bitte? Oder können Sie Ihren Namen bitte buchstabieren? Das ist völlig normal. Ja, genau. Besonders deutsche Namen können manchmal schwer zu verstehen sein am Telefon. Zum Beispiel Müller, Möller, Miller. Das klingt alles sehr ähnlich. Deshalb buchstabieren viele Menschen ihren Namen am Telefon. Sie sagen Müller mit Ü wie Übung oder Meier mit EY, nicht AI. Das ist sehr hilfreich. Wenn du deinen Namen buchstabierst, kannst du auch so etwas sagen. Zum Beispiel Schmidt mit S wie Samuel, C wie Claudia, H wie Heinrich. Genau. Das wird oft gemacht, besonders wenn es wichtig ist, dass der Name richtig geschrieben wird. Zum Beispiel bei Reservierungen oder Terminen. Lass uns auch über Telefonnachrichten sprechen. Was ist, wenn du jemanden anrufst und die Person nicht ans Telefon geht? Dann hörst du oft die Mailbox. Richtig. Die Mailbox sagt meistens etwas wie Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Thomas Müller. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Und dann piept es und du kannst deine Nachricht aufsprechen. Aber was sagst du? Zuerst sagst du wieder deinen Namen und vielleicht die Uhrzeit. Zum Beispiel, Hallo Herr Müller, hier ist Anna Weber. Ich rufe an am Montag um 14 Uhr. Dann sagst du, warum du anrufst. Zum Beispiel, ich möchte mit Ihnen über den Termin am Freitag sprechen. Oder ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Und dann gibst du deine Telefonnummer an, damit die Person dich zurückrufen kann. Und sag die Nummer langsam. Ja, sehr wichtig. Zum Beispiel, meine Nummer ist 030 25 12 43. Ich wiederhole 030 25 12 43. Und am Ende sagst du, bitte rufen Sie mich zurück. Vielen Dank, auf Wiederhören. Genau. Kurz, klar und höflich. Die Nachricht sollte nicht zu lang sein,
aber alle wichtigen Informationen enthalten. Was ich auch wichtig finde, manchmal hat man während des Telefonats eine schlechte Verbindung. Man hört die andere Person nicht gut. Oh ja, das ist sehr frustrierend. Wenn die Verbindung schlecht ist, kannst du sagen, die Verbindung ist sehr schlecht, ich verstehe Sie nicht gut. Können Sie lauter sprechen? Oder ich höre Sie sehr leise. Können Sie mich hören? Absolut. Die Person am Telefon ist da, um dir zu helfen. Sie wird nicht böse sein, wenn du etwas nicht weißt. Genau. Und oft erklären sie dir dann Schritt für Schritt, was du machen sollst. Zum Beispiel, gehen Sie bitte zum Router und schauen Sie, ob das grüne Licht leuchtet. Und wenn es zu schnell geht oder zu kompliziert ist, sag einfach, Moment bitte, das geht mir zu schnell. Können Sie das bitte noch einmal langsam erklären? Ja, das ist sehr wichtig. Du musst nicht alles sofort verstehen. Es ist völlig okay, um eine langsamere Erklärung zu bitten. Lass uns auch über das Ende eines Telefonats sprechen. Wie beendet man ein Gespräch höflich? Gute Frage. Am Ende eines Telefonats sagt man meistens auf Wiederhören oder auf Wiedersehen. Beide sind richtig. Auf Wiederhören ist spezifisch für das Telefon, weil man sich ja nur hört und nicht sieht. Aber viele Menschen sagen auch auf Wiedersehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Genau. Und oft sagt man auch noch etwas davor. Zum Beispiel, vielen Dank für Ihre Hilfe, auf Wiederhören. Oder danke für das Gespräch, auf Wiedersehen. Wenn du mit dem Arzt oder einer Firma gesprochen hast, kannst du auch sagen, vielen Dank, einen schönen Tag noch, auf Wiederhören. Das klingt sehr höflich und freundlich. Und die meisten Menschen sagen dann auch, Ihnen auch einen schönen Tag, auf Wiederhören. Mit Freunden oder Familie ist es natürlich informeller. Da kannst du sagen, okay, bis dann. Oder wir sprechen später. Oder einfach Tschüss. Ja, genau. Unter Freunden kannst du auch sagen, bis bald oder mach's gut. Das ist alles sehr informell und freundlich. Weißt du, was ich auch wichtig finde? Manchmal muss man ein Gespräch beenden, auch wenn die andere Person noch weiterreden möchte. Oh ja, das ist manchmal schwierig. Aber es ist völlig okay, höflich zu sagen, Entschuldigung, ich muss jetzt leider los. Können wir später weitersprechen? Oder es tut mir leid, aber ich habe gleich einen Termin. Können wir morgen telefonieren? Das ist höflich, aber klar. Genau. Die meisten Menschen verstehen das. Jeder hat manchmal keine Zeit mehr. Lass uns noch über eine Situation sprechen. Was ist, wenn du eine falsche Nummer anrufst? Oh, das passiert manchmal. Wenn du merkst, dass du die falsche Nummer gewählt hast, sag einfach, oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich verwählt. Oder, Entschuldigung, ich glaube, ich habe die falsche Nummer. Sich verwählen bedeutet, dass du eine falsche Nummer eingegeben hast. Das ist ein ganz normales Wort am Telefon. Genau. Und dann sagst du auf Wiederhören und legst auf. Die meisten Menschen sind nicht böse, wenn das passiert. Es ist ein kleines Missgeschick. Und was ist, wenn jemand dich anruft und eine falsche Nummer gewählt hat? Dann sagst du einfach, ich glaube, Sie haben sich verwählt. Hier ist niemand mit diesem Namen. Oder, tut mir leid, hier ist die Nummer 030 1234 567, nicht 030 1234 568. Genau. Das ist höflich und hilft der anderen Person. Dann kann sie die richtige Nummer noch einmal wählen. Was ich auch wichtig finde, manchmal ruft jemand an und man versteht den Namen nicht. Was macht man dann? Dann fragt man einfach, wie war Ihr Name bitte? Oder können Sie Ihren Namen bitte buchstabieren? Das ist völlig normal. Ja, genau. Besonders deutsche Namen können manchmal schwer zu verstehen sein am Telefon. Zum Beispiel Müller, Möller, Miller. Das klingt alles sehr ähnlich. Deshalb buchstabieren viele Menschen ihren Namen am Telefon. Sie sagen Müller mit Ü wie Übung oder Meier mit EY, nicht AI. Das ist sehr hilfreich. Wenn du deinen Namen buchstabierst, kannst du auch so etwas sagen. Zum Beispiel Schmidt mit S wie Samuel, C wie Claudia, H wie Heinrich. Genau. Das wird oft gemacht, besonders wenn es wichtig ist, dass der Name richtig geschrieben wird. Zum Beispiel bei Reservierungen oder Terminen. Lass uns auch über Telefonnachrichten sprechen. Was ist, wenn du jemanden anrufst und die Person nicht ans Telefon geht? Dann hörst du oft die Mailbox. Richtig. Die Mailbox sagt meistens etwas wie Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Thomas Müller. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.
Und dann piept es und du kannst deine Nachricht aufsprechen. Aber was sagst du? Zuerst sagst du wieder deinen Namen und vielleicht die Uhrzeit. Zum Beispiel: Hallo Herr Müller, hier ist Anna Weber. Ich rufe an am Montag um 14 Uhr. Dann sagst du, warum du anrufst. Zum Beispiel, ich möchte mit Ihnen über den Termin am Freitag sprechen. Oder ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Und dann gibst du deine Telefonnummer an, damit die Person dich zurückrufen kann. Und sag die Nummer langsam. Ja, sehr wichtig. Zum Beispiel, meine Nummer ist 030 25 12 43. Ich wiederhole 030 25 12 43. Und am Ende sagst du, bitte rufen Sie mich zurück. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Genau. Kurz, klar und höflich. Die Nachricht sollte nicht zu lang sein, aber alle wichtigen Informationen enthalten. Was ich auch wichtig finde, manchmal hat man während des Telefonats eine schlechte Verbindung. Man hört die andere Person nicht gut. Oh ja, das ist sehr frustrierend. Wenn die Verbindung schlecht ist, kannst du sagen, die Verbindung ist sehr schlecht, ich verstehe Sie nicht gut. Können Sie lauter sprechen? Oder: Ich höre Sie sehr leise. Können Sie mich hören? Manchmal hilft es auch zu sagen: Soll ich noch einmal anrufen? Die Verbindung ist nicht gut. Ja, manchmal ist es besser, aufzulegen und noch einmal anzurufen. Dann ist die Verbindung oft besser. Genau. Und wenn die Verbindung abbricht, also wenn das Gespräch plötzlich endet, dann ruf einfach noch einmal an und sag: Entschuldigung, die Verbindung war weg. Richtig, das passiert manchmal und das ist kein Problem. Die andere Person versteht das. Lass uns auch über Preise und Kosten am Telefon sprechen. Wenn du etwas kaufen oder buchen möchtest, musst du manchmal am Telefon nach dem Preis fragen. Ja, genau. Du kannst fragen, was kostet das? Oder wie viel kostet das? Das sind die einfachsten Fragen. Oder etwas formell an: Wie hoch ist der Preis? Oder: Können Sie mir bitte den Preis sagen? Und wenn dir der Preis zu hoch ist, kannst du sagen, danke, das ist mir zu teuer. Ich überlege es mir. Oder gibt es vielleicht etwas günstigeres? Das ist höflich, aber ehrlich. Du musst nicht etwas kaufen, nur weil du am Telefon bist. Absolut. Und wenn du mehr Informationen brauchst, bevor du entscheidest, kannst du sagen, können Sie mir bitte mehr Informationen schicken, per E-Mail oder Post? Genau, die meisten Firmen machen das gerne. Sie schicken dir dann alle Informationen und du kannst in Ruhe entscheiden. Was ist, wenn du am Telefon eine Beschwerde machen möchtest? Das ist manchmal unangenehm, aber wichtig. Ja, das stimmt. Wenn du mit einem Produkt oder einer Dienstleistung nicht zufrieden bist, hast du das Recht, das zu sagen. Genau. Du kannst sagen, ich bin nicht zufrieden mit und dann erklärst du das Problem. Zum Beispiel, ich bin nicht zufrieden mit dem Service oder das Produkt funktioniert nicht richtig. Wichtig ist, dass du ruhig und höflich bleibst, auch wenn du ärgerlich bist. Sag zum Beispiel: Ich möchte mich beschweren, ich habe folgendes Problem. Ja, wenn du ruhig bleibst, wird die andere Person eher helfen wollen. Wenn du laut oder unhöflich wirst, ist das nicht hilfreich. Genau. Und meistens versucht die Person am Telefon wirklich, dir zu helfen und eine Lösung zu finden. Du kannst auch sagen, was können wir tun, um das Problem zu lösen? Das zeigt, dass du gemeinsam mit der Person eine Lösung finden möchtest. Das ist ein sehr guter Ansatz. Du bist nicht aggressiv, sondern konstruktiv. Lass uns auch über Termine sprechen. Manchmal musst du einen Termin am Telefon verschieben oder absagen. Ja, das ist wichtig. Wenn du einen Termin nicht einhalten kannst, solltest du so früh wie möglich anrufen und Bescheid sagen. Genau. Du kannst sagen, ich habe einen Termin am Montag um 10 Uhr, aber ich kann leider nicht kommen. Können wir den Termin verschieben? Oder: Ich muss den Termin leider absagen, es tut mir sehr leid. Es ist wichtig, dass du dich entschuldigst, besonders wenn du kurzfristig absagst. Ja, das ist höflich. Und meistens fragt die Person dann, wann hätten Sie denn Zeit für einen neuen Termin? Dann kannst du einen neuen Termin vorschlagen. Genau. Zum Beispiel: Wäre Mittwoch um 14 Uhr möglich? Oder: Haben Sie am Donnerstag noch einen freien Termin? Und wenn du einen Termin bestätigen möchtest, kannst du anrufen und sagen, ich möchte meinen Termin am Freitag bestätigen. Ich komme auf jeden Fall. Das ist gut, besonders bei wichtigen Terminen wie beim Arzt oder bei Behörden. So weiß die andere Person, dass du wirklich kommst. Genau. Lass uns auch über Notfälle sprechen.
Was ist, wenn du einen Notfall hast und die 112 anrufen musst? Das ist sehr wichtig. Die 112 ist die Notrufnummer in Deutschland und in ganz Europa. Du kannst sie anrufen, wenn es einen medizinischen Notfall gibt oder wenn es brennt. Genau. Wenn du die 112 anrufst, musst du ruhig bleiben und klar sprechen. Die Person am Telefon fragt dich dann verschiedene Dinge. Zum Beispiel, was ist passiert? Oder wo sind sie? Oder wie viele Personen sind verletzt? Du solltest so klar wie möglich antworten. Zum Beispiel, ich bin in der Hauptstraße 15. Ein Mann ist gefallen und ist bewusstlos. Oder es brennt in meiner Wohnung. Die Adresse ist sehr wichtig. Sag immer die genaue Adresse. Die Straße, die Hausnummer und die Stadt. Ja, genau. Und wenn du die Adresse nicht weißt, sag, wo du bist. Zum Beispiel, ich bin vor dem Supermarkt oder ich bin am Bahnhof. Die Person am Telefon wird dir auch sagen, was du machen sollst, bis die Hilfe kommt. Hör gut zu und mach, was sie sagt. Genau. Und leg nicht auf, bis die Person sagt, dass du auflegen kannst. Sie braucht vielleicht noch mehr Informationen. Das ist sehr wichtig. Warte, bis die Person sagt, Sie können jetzt auflegen. Ich hoffe, dass niemand einen Notfall hat, aber es ist gut zu wissen, wie man in so einer Situation am Telefon sprechen muss. Absolut. Es ist beruhigend zu wissen, dass die Menschen bei der 112 Profis sind und helfen können, auch wenn man nicht perfekt Deutsch spricht. Ja, das stimmt. Sie sind darauf trainiert, auch Menschen zu helfen, die nicht gut Deutsch sprechen oder sehr aufgeregt sind. Lasst uns auch über Telefonkonferenzen sprechen. Das wird immer häufiger, besonders in der Arbeit. Oh ja, seit Corona sind Telefonkonferenzen und Videokonferenzen sehr normal geworden. Aber auch am Telefon gibt es Konferenzen, wo mehrere Menschen gleichzeitig sprechen. Genau. Bei einer Telefonkonferenz ist es wichtig, dass du deinen Namen sagst, bevor du sprichst. Zum Beispiel, hier ist Thomas, ich habe eine Frage. Ja, weil die anderen dich nicht sehen können. Sie müssen wissen, wer gerade spricht. Und es ist auch wichtig, nicht durcheinander zu sprechen. Warte, bis die andere Person fertig ist, bevor du anfängst zu sprechen. Das stimmt. Bei einer Telefonkonferenz muss man manchmal ein bisschen länger warten als in einem normalen Gespräch. Sonst versteht niemand etwas. Genau. Und wenn du etwas sagen möchtest, kannst du auch sagen, Entschuldigung, kann ich kurz etwas sagen? Dann wissen die anderen, dass du auch sprechen möchtest. Das ist höflich und hilft, dass alle zu Wort kommen. Weißt du, was ich auch hilfreich finde? Wenn man vor einem wichtigen Telefonat ein paar Notizen macht. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Schreib dir auf, was du sagen möchtest oder welche Fragen du hast. Genau. Zum Beispiel, wenn du beim Arzt anrufst, schreib dir auf, Termin einbaren, wann habe ich Zeit, welche Beschwerden habe ich. So vergisst du nichts. Ja, besonders am Telefon ist man manchmal nervös und vergisst dann, was man sagen wollte. Mit Notizen vor dir ist das viel einfacher. Absolut. Und wenn du Informationen bekommst, zum Beispiel einen Termin oder eine Adresse, schreib es sofort auf. Sag nicht, ich merke mir das schon. Ja, das ist ein guter Rat. Schreib es auf, während du am Telefon bist. Dann kannst du auch sagen, Moment, ich schreibe das auf. Das ist völlig in Ordnung. Genau. Die meisten Menschen warten gerne einen Moment, damit du alles richtig aufschreiben kannst. Was ich auch wichtig finde, manchmal bekommt man am Telefon eine Referenznummer oder eine Kundennummer. Die sollte man gut bewahren. Ja, das stimmt. Diese Nummern sind wichtig, wenn du später noch einmal anrufen musst. Zum Beispiel, ich habe letzte Woche angerufen. Meine Referenznummer ist 12345. Genau. Mit dieser Nummer kann die Person am Telefon schnell sehen, um was es geht und dir besser helfen. Lass uns auch darüber sprechen, wie man höflich nachfragt, wenn man etwas nicht verstanden hat. Das ist wirklich wichtig. Ja, sehr wichtig. Du kannst sagen, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie das bitte erklären? Oder was bedeutet das? Genau. Oder wenn ein Wort zu schwer ist, Entschuldigung, dieses Wort kenne ich nicht. Können Sie das anders sagen? Die meisten Menschen helfen dann gerne. Ja, Sie verwenden dann einfachere Worte oder erklären es anders. Das ist völlig normal. Und wenn jemand zu schnell spricht, sag einfach, bitte sprechen Sie langsamer. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Die meisten Menschen verstehen das sofort und sprechen dann langsamer und deutlicher. Das ist ein sehr guter Tipp. Du musst dich nicht schämen, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Die meisten Menschen respektieren das und helfen gerne. Absolut.
Weißt du was? Ich denke, das Wichtigste beim Telefonieren ist, keine Angst haben. Ja, das stimmt. Telefonieren auf Deutsch ist am Anfang schwer, aber es wird einfacher, je öfter du es machst. Genau. Und denk daran, die meisten Menschen am Telefon wollen dir helfen. Sie sind nicht böse, wenn du Fehler machst oder etwas nicht verstehst. Und Fehler sind völlig normal. Auch Deutsche machen Fehler am Telefon. Das ist menschlich. Ja, genau. Und weißt du was? Je mehr du telefonierst, desto selbstbewusster wirst du. Am Anfang ist es vielleicht schwer, aber es wird besser. Absolut. Vielleicht kannst du ja mit kleinen, einfachen Telefonaten anfangen. Zum Beispiel bei einer Pizzeria anrufen und eine Pizza bestellen. Oh ja, gute Idee. Bei einer Pizzeria ist das Gespräch meistens kurz und einfach. Du sagst, was du möchtest, gibst deine Adresse an und fertig. Genau. Zum Beispiel: Guten Tag, ich möchte gerne eine Pizza bestellen. Welche Pizza möchten Sie? Eine Pizza Margarita, bitte. Ihre Adresse? Hauptstraße 15. Das macht 8 Euro. In 30 Minuten sind wir bei Ihnen. Siehst du? Das ist ein sehr einfaches Gespräch. Und so ein Gespräch gibt dir Übung und Selbstvertrauen. Ja, genau. Und dann kannst du dich langsam an schwierigere Telefonate herantasten. Zum Beispiel beim Arzt oder bei einer Firma. Richtig, Schritt für Schritt. Niemand erwartet, dass du am Anfang perfekt bist. Genau. Und noch ein Tipp. Wenn du sehr nervös bist, atme tief durch, bevor du anrufst. Das hilft, ruhiger zu werden. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Tief durchatmen und dann einfach anfangen. Die ersten Sätze sind oft die schwersten, aber dann geht es meistens ganz gut. Absolut. Und wenn ein Telefonat nicht gut läuft, ist das auch nicht schlimm. Du kannst es später noch einmal versuchen oder jemanden um Hilfe bitten. Genau. Es ist völlig okay, um Hilfe zu bitten. Vielleicht hat ein Freund oder eine Freundin Zeit, mit dir zusammen anzurufen, bis du dich sicherer fühlst. Ja, das ist eine gute Idee. Manche Menschen fühlen sich sicherer, wenn jemand neben ihnen sitzt, wenn sie telefonieren. Absolut. Und weißt du was? Ich glaube, wir haben jetzt viele verschiedene Situationen besprochen. Von privaten Anrufen bis zu geschäftlichen Gesprächen. Ja, das stimmt. Wir haben über Arzttermine gesprochen, über Beschwerden, über Notfälle, über Telefonkonferenzen und vieles mehr. Genau. Ich hoffe, dass diese Beispiele hilfreich sind und dass sie zeigen, Telefonieren auf Deutsch ist machbar. Auf jeden Fall. Es braucht etwas Mut und Übung, aber es ist definitiv machbar und es wird immer einfacher. Ja, genau. Und denk immer daran, die Person am anderen Ende der Leitung ist auch nur ein Mensch. Sie versteht, wenn du nervös bist oder Fehler machst. Absolut. Und die meisten Menschen sind wirklich nett und geduldig, besonders wenn sie merken, dass du dein Bestes gibst. Genau. Lass uns noch über ein paar wichtige Sätze sprechen, die immer hilfreich sind am Telefon. Gute Idee. Zum Beispiel: einen Moment bitte. Das sagst du, wenn du kurz etwas nachschauen oder überlegen musst. Genau. Oder können Sie das bitte wiederholen? Das ist wichtig, wenn du etwas nicht verstanden hast. Oder: können Sie das bitte buchstabieren? Das hilft, wenn du einen Namen oder eine Adresse richtig aufschreiben möchtest. Ja. Und ich verstehe Sie nicht gut, die Verbindung ist schlecht. Das sagst du, wenn die Telefonverbindung nicht gut ist. Genau. Und: kann ich Sie zurückrufen? Das ist hilfreich, wenn du gerade keine Zeit hast oder wenn die Verbindung abbricht. Ja. Oder wann kann ich Sie am besten erreichen? Das fragst du, wenn du jemanden zurückrufen möchtest und wissen willst, wann die Person Zeit hat. Sehr gut. Und: vielen Dank für Ihre Hilfe. Das sagst du am Ende, wenn dir jemand geholfen hat. Ja, das ist sehr höflich und hinterlässt einen guten Eindruck. Die Person fühlt sich wertgeschätzt. Genau. Und: auf Wiederhören oder auf Wiedersehen. Damit beendest du das Gespräch höflich. Richtig. Das sind wirklich die wichtigsten Sätze. Wenn du diese Sätze kennst und benutzen kannst, kommst du schon sehr weit. Absolut. Und weißt du was? Ich glaube, ein guter Weg zu üben ist, sich diese Sätze aufzuschreiben und sie vor dem Spiegel zu üben. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Üben vor dem Spiegel hilft wirklich. Du hörst dich selbst und kannst deine Aussprache verbessern. Genau. Oder du nimmst dich mit dem Handy auf und hörst dir dann an, wie du klingst. So merkst du, was du vielleicht noch verbessern kannst. Ja, das ist auch eine gute Methode. Und es gibt auch Apps und Videos, wo man Telefongespräche üben kann. Stimmt. Es gibt viele Ressourcen online, die beim Üben helfen.
Man ist nicht alleine mit diesem Problem. Absolut. Viele Menschen lernen Deutsch und haben die gleichen Schwierigkeiten mit Telefonaten. Du bist nicht alleine. Genau. Und weißt du, was ich auch wichtig finde? Dass man sich nach einem Telefonat nicht zu sehr kritisiert. Oh ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Viele Menschen denken nach einem Telefonat, oh nein, ich habe so viele Fehler gemacht. Ja, aber das ist nicht hilfreich. Besser ist, okay, das war nicht perfekt, aber ich habe es gemacht. Beim nächsten Mal wird es besser. Genau. Eine positive Einstellung ist so wichtig. Jedes Telefonat ist eine Übung und macht dich besser. Absolut. Und selbst wenn ein Telefonat nicht gut läuft, hast du trotzdem etwas gelernt. Vielleicht weißt du jetzt, welches Wort du noch lernen musst. Ja, genau. Jedes Telefonat ist eine Lernmöglichkeit. Auch die schwierigen Telefonate. Richtig. Und mit der Zeit merkst du, es wird einfacher. Die Nervosität wird weniger. Du fühlst dich sicherer. Ja, das ist wahr. Ich erinnere mich an meine ersten Telefonate auf Deutsch. Ich war so nervös, meine Hände haben gezittert. Haha, ja, das kenne ich. Aber nach einigen Telefonaten wurde es besser. Heute denke ich nicht mehr darüber nach. Genau, es wird zur Routine. Und das wird es auch für dich, wenn du jetzt Deutsch lernst. Es braucht nur etwas Zeit und Übung. Absolut. Gib nicht auf, auch wenn es am Anfang schwer ist. Genau. Und weißt du was? Ich glaube, ich bin wirklich stolz auf jeden, der den Mut hat, auf Deutsch zu telefonieren, auch wenn es schwer ist. Ja, das ist wirklich mutig. Eine neue Sprache zu lernen ist nicht einfach. Und am Telefon zu sprechen ist besonders schwer. Aber es ist auch sehr nützlich. Im Alltag musst du manchmal telefonieren. Beim Arzt, bei der Bank, bei Firmen. Es ist eine wichtige Fähigkeit. Genau. Und je eher du anfängst zu üben, desto schneller wirst du besser. Ja, also hab keine Angst. Nimm das Telefon und ruf an. Du schaffst das. Absolut. Und denk daran, die meisten Menschen am Telefon sind freundlich und geduldig. Sie wollen dir helfen. Genau. Und sie respektieren, dass du eine neue Sprache lernst. Das zeigt Mut und Engagement. Ja, also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, traut euch. Telefoniert auf Deutsch. Es wird einfacher, je öfter ihr es macht. Genau. Und wenn ihr noch Fragen habt oder wenn es bestimmte Telefonsituationen gibt, über die wir nicht gesprochen haben, lasst es uns wissen. Ja, wir können gerne noch mehr über spezielle Situationen sprechen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Telefonaten. Das stimmt, aber ich denke, wir haben heute die wichtigsten Grundlagen besprochen. Die Begrüßung, das Gespräch, das Ende, höfliche Formulierungen. Ja, und auch schwierige Situationen wie Beschwerden oder technische Probleme am Telefon. Genau. Ich hoffe, das war hilfreich und nicht zu viel auf einmal. Ich denke, es ist gut, viele Beispiele zu haben. So kann jeder die Situationen finden, die für ihn oder sie wichtig sind. Absolut. Und man muss ja nicht alles auf einmal lernen. Man kann Schritt für Schritt vorgehen. Genau. Vielleicht fängst du mit einer einfachen Situation an. Zum Beispiel bei der Pizzeria anrufen. Und wenn das gut klappt, machst du den nächsten Schritt. Ja, genau. Kleine Schritte sind oft besser als große Sprünge. So baut man langsam Selbstvertrauen auf. Absolut. Und jedes erfolgreiche Telefonat gibt dir mehr Mut für das nächste. Ja, es ist wie ein Schneeballeffekt. Am Anfang ist es klein und schwer, aber dann wird es immer größer und einfacher. Ja, gutes Bild. Genauso ist es. Am Anfang kostet es viel Kraft, aber dann rollt es fast von alleine. Genau. Und weißt du, was ich auch schön finde? Wenn man merkt, dass man Fortschritte macht. Wenn man merkt, hey, dieses Telefonat war einfacher als das letzte. Oh ja, das ist ein tolles Gefühl. Man merkt, dass die Übung sich lohnt, dass man besser wird. Genau. Und das motiviert weiterzumachen. Man denkt, wenn ich das geschafft habe, kann ich auch das nächste schaffen. Absolut. Erfolge sind so wichtig für die Motivation. Deshalb ist es gut, auch kleine Erfolge zu feiern. Ja, auch wenn es nur ein kurzes, einfaches Telefonat war. Feiere es. Du hast auf Deutsch telefoniert. Das ist großartig. Genau. Sei stolz auf dich. Jeder Schritt zählt. Absolut. Und wenn ein Telefonat mal nicht so gut läuft, ist das auch okay. Das passiert. Wichtig ist, dass du es versucht hast. Ja, genau. Der Versuch zählt. Und beim nächsten Mal wird es besser. Genau. Eine positive Einstellung ist so wichtig beim Sprachenlernen. Absolut. Und Geduld mit sich selbst. Man muss nicht perfekt sein. Nein, niemand ist perfekt. Auch Deutsche machen Fehler. Das ist völlig normal. Ja. Also, seid nicht zu streng mit euch selbst. Genießt den Lernprozess. Genau.
Das Wichtigste ist, dass du dich traust und übst. Der Rest kommt mit der Zeit. Absolut. Und weißt du was? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich viel besprochen. Ja, das stimmt. Von der Begrüßung bis zum Abschied, von einfachen bis zu schwierigen Situationen. Genau. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fühlen sich jetzt ein bisschen sicherer, wenn sie das nächste Mal auf Deutsch telefonieren müssen. Ja, das hoffe ich auch. Und ich hoffe, Sie erinnern sich, es ist okay, nervös zu sein. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, um Hilfe zu bitten. Genau. Das sind alles wichtige Punkte. Und die meisten Menschen am Telefon sind freundlich und helfen gerne. Absolut. Also traut euch, nehmt das Telefon und ruft an. Ja, und denkt daran, Übung macht den Meister. Je mehr ihr telefoniert, desto einfacher wird es. Genau. Vielleicht könnt ihr euch kleine Ziele setzen. Zum Beispiel, diese Woche rufe ich einmal auf Deutsch an. Oh ja, das ist eine gute Idee. Kleine, erreichbare Ziele helfen sehr. Und wenn du das Ziel erreichst, fühlst du dich gut. Genau. Und dann setzt du dir das nächste Ziel. Vielleicht, nächste Woche rufe ich zweimal an oder ich rufe beim Arzt an und vereinbare einen Termin. Ja, so baust du langsam deine Fähigkeiten auf, Schritt für Schritt. Absolut. Und denk daran, du bist nicht alleine. Viele Menschen lernen Deutsch und haben die gleichen Herausforderungen. Ja, das ist wahr. Es gibt eine große Community von Deutschlernenden. Vielleicht kannst du dich auch mit anderen austauschen. Gute Idee. Es hilft oft, mit anderen zu sprechen, die die gleichen Erfahrungen machen. Man fühlt sich verstanden und kann sich gegenseitig Tipps geben. Absolut. Und vielleicht könnt ihr auch zusammen üben, zum Beispiel Rollenspiele machen. Oh ja, Rollenspiele sind super zum Üben. Einer spielt den Arzt, der andere den Patienten. Oder einer spielt den Kundenservice, der andere den Kunden. Genau, so könnt ihr verschiedene Situationen durchspielen und üben, ohne den Druck eines echten Telefonats. Ja, das ist eine sehr gute Übungsmethode. Und es macht auch Spaß. Absolut. Lernen sollte auch Spaß machen, nicht nur Stress. Ja, genau. Wenn Lernen Spaß macht, lernt man besser und bleibt motiviert. Richtig. Also habt Spaß beim Deutschlernen und beim Telefonieren. Genau. Und feiert eure Erfolge, auch die kleinen. Ja, jeder Fortschritt ist ein Grund zur Freude. Absolut. So, ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen. Wir haben wirklich viel besprochen heute. Ja, das stimmt. Es war ein langes, aber hoffentlich hilfreiches Gespräch. Ich hoffe es auch. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben viel gelernt und fühlen sich jetzt mutiger. Ja, und ich hoffe, Sie erinnern sich an die wichtigsten Punkte. Keine Angst haben, höflich sein, nachfragen, wenn man etwas nicht versteht und üben, üben, üben. Genau, das sind die Grundregeln. Wenn du diese befolgst, wird das Telefonieren auf Deutsch viel einfacher. Absolut. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, viel Erfolg beim Telefonieren auf Deutsch. Ja, wir glauben an euch. Ihr schafft das. Genau, traut euch und macht den ersten Schritt. Ja, und denkt daran, jedes Telefonat ist eine Chance zu lernen und besser zu werden. Absolut. Also, auf geht's. Nehmt das Telefon und ruft an. Genau. Und wenn ihr Fragen habt oder eure Erfahrungen teilen möchtet, lasst es uns wissen. Ja, wir freuen uns immer über Feedback und Geschichten von euch. Genau. Und vielleicht können wir in einem nächsten Gespräch über noch mehr spezielle Situationen sprechen. Ja, das wäre toll. Es gibt ja noch so viele verschiedene Arten von Telefonaten. Absolut. Aber für heute, denke ich, haben wir einen guten Überblick gegeben. Ja, definitiv. Ich hoffe, es war hilfreich und nicht zu überwältigend. Ich auch. Und denkt daran, ihr müsst nicht alles auf einmal können. Lernt in eurem eigenen Tempo. Genau. Jeder lernt anders und in einem anderen Tempo. Das ist völlig okay. Absolut. Das Wichtigste ist, dass du dranbleibst und nicht aufgibst. Ja, auch wenn es manchmal schwer ist, bleib dran. Es wird besser. Genau. Und du wirst so stolz auf dich sein, wenn du merkst, wie viel du gelernt hast. Absolut. Das Gefühl, wenn man ein schwieriges Telefonat gemeistert hat, ist unbeschreiblich. Ja, das gibt so viel Selbstvertrauen und Motivation. Genau. Also, macht weiter so. Lernt weiter. Telefoniert weiter. Ja, und habt keine Angst vor Fehlern. Fehler sind Teil des Lernprozesses. Absolut. Ohne Fehler gibt es kein Lernen. Genau. Also macht Fehler, lernt daraus und macht weiter. Perfekt gesagt. So, ich denke, jetzt sollten wir wirklich zum Ende kommen. Ja, ich glaube auch. Wir haben alles Wichtige besprochen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir hoffen, dieses Gespräch hat euch geholfen. Ja, und wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen und beim Telefonieren. Absolut. Ihr schafft das. Wir glauben an euch. Ja, also dann viel Glück und bis zum nächsten Mal.
Genau. Macht's gut und traut euch. Ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören und viel Erfolg.